Ja. Das soll wohl, ne? Silver Gamer bin ich. Sieht man nicht. Das ist der Trick. Ich rasiere mir die Dinger immer weg, ne? Die Haare. Das ist immer so gediegen, so im Alter, ne? Oder? Vielleicht ist ja irgendwann silberne Augenbrauen. Oh, ich glaube, dann färbe ich mir die aber, du. Die graue Eminenz, ja. Silver Gamer, was ist damit gemeint? Wir sind zwei Piranhas und labern heute über Computerspiele. Mhm. Und wir labern über alte Säcke. Okay. Ich bin ein alter Sack. Ich bin ja schon über 50. Gehöre auf jeden Fall zu den Silver Gamern. Mhm. So, ne? Gezockt wird in jedem Alter, haben wir hier stehen. Aber wer zockt am meisten? Und wer ist der bessere Gamer? Ne? Hier. Oh. Jetzt aber, ne? Ja, Oller, ja Dollar. Wir haben mal 100 Leute gefragt. Nein, Quatsch, wir haben weniger als 100 Leute gefragt. So ein Blödsinn. Siehst du, wird alt. Ja? Oldschool oder eher modern? Zu welcher Generation von Gamer zählst du dich selbst? Und die haben Folgendes gesagt. Das hängt ja davon ab, wie man das definiert. Aber da ich jetzt auch gerne so zweidimensionale 2D-Spiele, also zocke, denke ich dann doch eher oldschool. Irgendwas dazwischen. Ich spiele halt schon wirklich auch viel online gerne und habe auch wirklich viel Overwatch gedaddelt und Destiny und dies und das und halt wirklich auch die modernen Spiele, außer Fortnite. Und ich bin ein zeitloser Gamer. Ich kann mit allem was abgewinnen, jeder Epoche. Und ich bin sozialisiert worden mit dem C64 und will jetzt unbedingt eine PlayStation 5 haben. Also ich bin da wirklich total, ich kann allem was abgewinnen. Muss da schon sagen, ja, vielleicht bin ich doch eher die moderne Generation, weil den ganz Oldschool-Kram ist jetzt nicht mehr so meins, muss ich sagen. Also wenn man jetzt wirklich so von ganz alten Titeln ausgeht. Klar, Tetris oder so geht immer mal, aber kommt halt immer drauf an. Also ich finde schon, dass ich da eher in die moderne Richtung der Gamer gehe, glaube ich. Ich glaube, ich bin eher ein Oldschool-Spieler, weil ich vergleiche viele neue Titel mit alten, bekannten Titeln, die ich selber gespielt habe und vergleiche die und versuche die gegeneinander aufzuwiegen, obwohl das schwierig ist. Ich glaube, ich bin eher oldschool. Auch wenn ich ein Spiel doch relativ lange spiele, deswegen würde ich davon ausgehen, dass es wieder eher oldschool, weil ich das Spiel doch länger spiele als manche, die ja so ein Spiel nach dem anderen Bulimie-mäßig wegzocken. Ich glaube, da ist dann doch der Oldschool-Anteil. Ja, bin ich jetzt oldschool oder modern? Ey, Alter, was weiß ich? Keine Ahnung. Ey. Es gibt Komfortfunktionen, die möchte ich gerne haben. Das heißt, ich möchte zum Beispiel nicht mehr, obwohl ich es manchmal auch gemacht habe, gerne sogar einen Zettel nehmen und eine Karte aufmalen. Das ist oldschool. Das stimmt, das ist richtig oldschool. Also, ne, so ein Zettel und Papier und so, ne, Myst zum Beispiel haben wir so gespielt. Mhm. Ne? Wir haben tatsächlich Sachen aufgeschrieben, wenn wir durch die Tunnel kamen und so, du hast noch irgendwie so ein Bullauge gehabt, links, rechts und so, und dann musstest du aufmalen, wie du dann da durchkommst. Das war oldschool. Macht man heute nicht mehr. Will man heute nicht mehr. Die Spiele müssen heute modern sein. Die müssen das leisten, dass man auch so durchkommt, ohne das Internet zu bemühen oder irgendwelche Sachen sich aufzuschreiben. So, ne? Wie siehst du das? Ja, mir fällt dazu als erstes ein, wir spielen gerade aktuell Escape Rooms mit ein paar Freundinnen. Und die Becky ist eine Arbeitskollegin. Hallo Becky. Hallo. Und die Sasu, die guckt auch immer fleißig zu. Hallo. Wenn wir was machen. Dann zocken wir Escape Room. Und da wird tatsächlich auch notiert, wenn einem irgendwas auffällt, damit man die Rätsel leichter lösen kann. Das heißt, man verfällt dann ab und zu je nach Spiel dann doch wieder in diese alten Oldschool-Formen. Und ich hatte echt überlegt irgendwie, also am Alter liegt es nicht, bin ich Oldschool und nicht Oldschool. Und auch nicht an dem, was man spielt, weil ich würde sowohl ein altes Spiel nochmal spielen, als auch brandneues haben wollen. Das heißt, ich bin so ein Querbeet-Spieler. Bin ich jetzt Oldschool oder modern? Heißt ja nicht unbedingt, dass Silver Gamer auch unbedingt oldschool sein müssen, aber es ist sehr häufig der Fall.
Ne? Deswegen sagen wir das. Das ist nicht unbedingt 1:1 umsetzbar. Es gibt auch viele Menschen, die tatsächlich auch moderne Spiele bevorzugen, auch wenn sie schon etwas älter sind. Das ist da überhaupt nicht mit gemeint. Aber es ist halt schon ein Indiz dafür, wo man herkommt. Kann man unserem Kindern Oldschool-Sachen andrehen? Absolut. Ja? Ja, ich habe zum Beispiel mit dem Jan Monkey Island gespielt. Ja. Ja, wie komme ich denn darauf? Ja, das ist auch oldschool, ne? Ja. Und Adventure sind zeitlos, ne? Die werden jetzt nicht so häufig mehr gespielt, aber wenn es Adventure gibt, die rauskommen, dann sind die auch immer so gemacht, dass man halt so Point-and-Click-mäßig sich da durchwurstelt, ne? Oder? Das schon, aber mir ist auch extrem aufgefallen, wie unkomfortabel das Spiel ist. Ne? Ja. Das ist irgendwie so Klick, Wir hatten ja nix, Klick, ne? Klick, Klick, bis der da mal angekommen ist. Mein Gott, das dauert aber lange, ne? Heutzutage irgendwie, wenn du dir so ein modernes Dedelic-Adventure anguckst, das ist anders gemacht. Ja. Ne? Also das merkt man schon, auch die Unterschiede von damals zu heute, auch beim Adventure-Genre. Aber trotzdem kann man das natürlich immer wieder spielen, das ist super. Weil es einfach einen eigenen Charme hat und man weiß ja auch immer nicht, was macht das mit dem Spiel, wenn du ihm das Feature jetzt klaust. Ne? Ja. Ja, also Adventure gibt's nicht mehr so viele, gibt's immer noch. Ändert sich dann der Geschmack im Alter? Welche Spiele man mag? Ja. Oh, jetzt wird's schwer. Ich hätte gesagt, nein. Nee. Ah. Ich spiele immer noch am liebsten die Sachen, die ich früher auch am liebsten gespielt habe. Third Person, Action, Rollenspiele und alles, was da so Derivate in diese Richtung. Ultima Ascension. Und was ich sehr mochte, ja, was für mich das Geilste, wo ich schon sage, Adventure, ja, der geilste Hybrid an Adventure war das hier. War tatsächlich King's Quest Mask of Eternity. Es ist nämlich im Grunde genommen, ja, die Symbiose von Third-Person-Rollenspiel und einem Point-and-Click-Adventure. Das ist auch eine super Idee. Das fand ich großartig. Ich weiß gar nicht, ob das noch funktioniert, ja. Und ich würde jetzt spontan sagen, ja, und das jetzt in modern wäre der Hit. so, ja. Und das ist so, ne, wo ich sage, ja, da bin ich vielleicht oldschool oder so, ne, aber es ist tatsächlich diese Art von Spiele mag ich am liebsten. Ja, die Spiele, die wir selber machen, ja. Ich mag zum Beispiel den letzten oder den vorletzten Teil von Assassin's Creed sehr gerne, Odyssey, weil es auch eine Mischung ist aus einem klassischen Assassin's Creed und einem Rollenspiel, einem Third-Person-Rollenspiel. Finde ich total toll. Und das geht so auf jeden Fall in die Richtung. Das heißt, mein Geschmack hat sich eigentlich nicht verändert. Eine Sache, die ich immer gerne gespielt habe, das war dieses Soulbringer hier. Ja, das ist auch so ein uralt Dingen. Ja, ist auch Third-Person. Kann man hier vielleicht sehen, irgendwie so ein bisschen Third-Person-Rollenspiel irgendwie mit Dialoge klicken und hast du nicht gesehen. Das kommt dem immer noch sehr nah, was wir gemacht haben, ne? Und sowas, das bleibt auch, ne? Das bleibt. Das wird doch nicht weggehen. Da ändert sich mein Geschmack nicht. Wenn solche Spiele rauskommen, die spiele ich dann auch gerne. Ja, gut, was so Genres angeht oder so, dann da bin ich bei dir. Aber ich bin heutzutage sehr viel, also erstmal, die Auswahl an Spielen ist heutzutage sehr viel größer. Ich kann also sehr viel mehr von dem spielen, was ich eigentlich gerne spielen wollen würde, als damals. Ne? Also damals hatte man so einen Mangel an Auswahl. Ich hatte damals, meine erste Konsole war ein Gameboy. Und da habe ich halt auch alles gespielt, was da gerade war. Ne? Auch den ganzen Schrott. Am liebsten habe ich Final Fantasy gespielt. 1 und 2. Ja, das habe auf ich dem gar Gameboy. nicht damals gekannt. Auch, geht alles in die Richtung, ne? Also, das mache ich am liebsten. Und diese Spiele, die würde ich aber heutzutage nicht mehr spielen. Das wäre mir zu anstrengend. Das ist oldschool, ja. Und bei dir wäre es zum Beispiel sowas wie Ultima Underworld. Underworld ist ja super. Sondern Was man nicht mehr spielen will. ja, wo du dann stehen bleiben musst, wenn dich einer angreift und du würfelst dann erstmal. Wie heißt das nochmal? Wo man anhalten muss und Ja, würfeln. du läufst durch Rollenspiel, du läufst durch die Gegend irgendwie, aha, jetzt kommt ein Kampf. Und der ist nicht in Echtzeit, Ja. sondern rundenbasiert. Ja. So. Mhm. Runden War damals Final Fantasy.
Ja, genau. Aber das macht man heute nicht mehr, ne? Ja, macht man schon, aber wenn du jetzt die Wahl hättest... Nee, würdest du sagen, ich mach's heute nicht mehr. Das So. stimmt. Ja, aber da ändert sich auch mein Geschmack nicht, weil ich habe damals auch blöd gefunden, so, ne? Ach so, du hast aus Mangel an Alternativen Ich mach's am liebsten also Soulbringer, da musste man nicht würfeln. Ne? Hier gab's Echtzeitkämpfe, auch bei King's Quest musste man kloppen, so. Also keine Strategie, keine rundenbasierte. Das mochte ich nicht. Aber Ja. diese Auswahlmöglichkeit führt dazu, dass ich die anderen dann auch nicht mehr, dass ich den Spaß verliere. Pirates habe ich zum Beispiel ganz viel gespielt. Pirates Gold habe ich da hinten stehen. Und da hatte ich voll Bock drauf und ich habe irgendwie wirklich versucht, meine Mannschaft durchzubringen und dann das geilere Schiff zu kriegen und irgendwann den Schatz. Und immer wenn ich irgendwie über die ganze Karibik gefahren bin und dann irgendwo einen großen Schatz gehoben habe und dann irgendwie gegen die Wellen versucht habe zurückzugehen, das fand ich damals spannend. Habe ich versucht, heute nochmal zu spielen. Mit dem alten Dingen. Schaffe ich nicht. Reicht nicht mehr. Reicht nicht mehr. Reicht Schaffe nicht ich nicht. Da bin ich zu ungeduldig geworden. Bist du denn Silver Gamer? Ich denke schon. Hast du schon graue Haare, ja? Wenn ich mir die nicht färben würde, dann hätte ich graue Strähnen. Wir tricksen, ne? Ja. Merkt man schon. Ja. Ja. Ja gut, aber ist halt so. Wie teilt sich denn unsere Piranha Bytes Spielerschaft auf? Werden wir oft gefragt, so, ne? Sind das vornehmlich junge Leute oder sind doch nur die alten Säcke, ne, die euch schon von Gothic her kennen, so, ne? Also ich glaube, Kinder sind jetzt nicht so affin. Hm? Sondern wir haben ja diese in Deutschland ab 12, ne? Und darunter glaube ich auch nicht, dass das so interessant ist für die Kinder, Nein. weil es halt auch sehr dialoglastig und anstrengend ist, das Spiel. Ne? Aber ich würde sagen, Teenager aufwärts, alles dabei. Und Ja. zwar richtig schön gleichmäßig verteilt, Genau, wie ja. eine Gießkanne. Ja. Ist tatsächlich so. War immer so, ist auch heute noch so. Genau, denn es gibt Teenager und davon auch eine große Gruppe, die unser Spiel spielen. Und Ja. es gibt auch wirklich die um die 60-Jährigen, die auch total gerne unser Spiel spielen. Absolut. Und dazwischen natürlich, also ich würde sagen, so um die 30, etwas über 30 ist so der größte Ball. Ja. So gaußsche Verteilung kann man Ja. sagen. Ja, aber okay, aber es ist schon sehr breit, Ja. muss man sagen. Genau. So, sehr, sehr breit. Mhm. Ja, interessant. Ja, und unser Team teilt sich ja auch so auf, ne? In 3 Dritteln. Ja. Die jungen Wilden ist 1 Drittel. Dann der Mittelteil, ich nenne sie immer die Gesellen, ne, die mindestens ein Spiel komplett von vorne bis hinten mit uns bestritten haben, meistens 2 oder 3. Mhm. Und dann die alten Säcke, ne, die seit Gothic mit dabei sind. Mhm. So wie ich seit Gothic 1 bin ich dabei. So, ne? Was bin ich denn dann? Du bist, wir haben ja gerade gesagt, du bist schon Silver Gamer. Ich würde dich schon als alten Sack bezeichnen mittlerweile. Ja, obwohl Weil die Generation, die kommt ja, bitte? Zumindest habe ich Gothic bis zum Erbrechen gezockt. Ja, Ja. das zählt ja vielleicht auch Ja, ein bisschen. guck mal, auch ne? wenn ich es nicht mehr mitentwickelt Irgendwann wird man alter Sack, da kommen wir nicht drum rum. Irgendwann sind man Silver Gamer, so, ne? Und ändern sich dann irgendwie die Spiele ändern sich, die Peripherie ändert sich, ne? Und ich habe total Bock auf VR, ne? Dann bin ich also ein Silver Gamer, der jetzt nicht unbedingt Oldschool ist. Also VR ist nicht Oldschool, gar nicht. Mhm, So, stimmt. ja, gibt wenig, was weniger Oldschool ist als VR zu spielen. Ne? Vor allem wegen Motion Sickness und so. Da ist mir schon manchmal ganz schön anders, aber ich quäl mich da durch, weil ich da Bock drauf habe. So, Ja, die ganzen Multiplayer-Sachen, die sind auch nicht oldschool. Mhm. Ne? Ja. Man sagt ja auch, die Reaktionszeit wird länger im Alter. Glaube Also, ich fest dran. also Speedrunner werde ich nicht mehr. Ach, E-Sportler auch nicht. Nee, da kannst du knicken. Überhaupt nicht. Da hatte ich auch 0 Chancen irgendwie. Wir haben eine Reaktion wie so ein Toaster. Was? Und, Wer ich jetzt, oder was? ja, ich auch. Ne? Ich glaube, ich würde sogar sagen, ich bin noch schlechter als du, was sowas angeht. Aua! Doch, Ach ja. Ja, das stimmt. Aber macht ja nix. nee. So, wer ist der bessere Spieler? Das junge Gemüse oder wir alten Säcke? Ja, genau daran kannst du es festmachen. Ich glaube, was die Reaktionszeit angeht, haben die Jungen auf jeden Fall die Nase vorne. Das sehe ich jetzt schon an unseren Kindern. Wo ich denke, ach ja, okay, ja, krass. Irgendwie. Wir haben auch weniger Zeit zum Zocken. Das heißt, wir spielen weniger als das junge Volk. Na? Das ist ganz eindeutig so. Ich spiele weniger als mein Sohn.
zum Beispiel. Ja, aber zum Beispiel in Sachen Rätsel lösen oder so, ne? Oder Sachen, gut, jetzt ist auch noch ein bisschen gemogelt, weil wir sind ja Entwickler. Das heißt, wir erkennen ja manchmal sogar Mechaniken, die andere nicht sehen. Das ist ja auch vielleicht ein bisschen gemein. Ach, aber Gott. darin hat man dann schon seine Stärke, ne? Also beim Lösen von Situationen im Spiel, und das mache ich auch total gerne, da würde ich sagen, Aber wir haben auch mehr Geld als das junge Gemüse und können uns mehr leisten. ja gut, wenn du jetzt die Teenager nimmst, dann ist das natürlich ein bisschen, ne? Ne? Also, wer ist der bessere Gamer? Kann man nicht sagen. Es ist auf jeden Fall hochgradig unterschiedlich. Stellen wir gerade fest. Ja. Ne? Nostalgie greift bei uns sehr, sehr. Ja? Das heißt, boah, ist das wie früher. Ne? Oder, ach, mich hat also in den letzten 10 Jahren überhaupt nichts mehr beeindruckt, haben wir auch schon öfter mal gehört, so wo du sagst, so, das kann man aber so nicht sagen. So, das stimmt doch nicht. Ja, aber damals war doch alles besser und so. Nee, das ist heute besser. Meistens. In fast allen Fällen. Aber man hat Nostalgie. Das eine, das wiegt das andere ja auch nicht auf. Ne? Ah. Also zu sagen, das ist ja auch schlau, Nostalgie zu verwenden, um auch vielleicht das so ein bisschen in das Neue einfließen zu lassen. Das finde ich eigentlich das Schönste, weil zu sagen, irgendwie ja, den alten Kram, den will man nicht mehr, ist genauso doof, wie zu sagen, ich lehne das Neue ab. Die gute Mischung macht's, denke ich. Ist immer so. Gut. Hast du eine Community-Frage? Also die Frage lautet, wird es in Elex 2 ein Level Cap geben? Nein. Solange du dich gegenläufst und irgendwas findest, was du spielen möchtest, könntest du theoretisch auch noch leveln. Ja. Irgendwann ist wahrscheinlich auch Elex 2 vorbei, aber das dauert. Ja. Gut, dann seid ihr hoffentlich nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschö. Macht's gut. Ist immer so hell, ne? Die Lampe. Das ist wirklich hell heute. Ja. Ja, irgendwie. Oder ich habe noch den Schlaf in den Augen.